Bevor das Projekt jetzt endlich losgeht, noch eine wichtige Info. Es hat alles sehr, sehr viel Geld gekostet. Das muss natürlich finanziert werden durch passende Sponsoren. Von daher gibt es pro Folge jetzt einen 30 Sekunden Werbeslot. Der macht das Ganze erst möglich. Ihr supportet das damit, guckt es euch also an und spart an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen was. Wie sollte es anders sein? In Folge 1 natürlich Rhinoshield als Partner mit am Start. Die haben damals schon in Schweden die erste Staffel überhaupt erst möglich gemacht, haben mich auf vielen Touren unterstützt und wir haben diverse Outdoor-Tests, ja, extrem Outdoor-Tests mit dem Handy gemacht. Hier ein kleiner Einblick. Und rauf auf den Stein. Es wird nur dreckig, aber kaputt geht's nicht. Man nehme eine rostige Machete, eine Rhinoshield-Hülle und ein Handy. Man kann das Ganze super malträtieren. Das klingt sehr unangenehm, aber das Handy bleibt heile. Ganz ehrlich, wir hatten wirklich ein bisschen Angst, dass es nicht überlebt hat. Deswegen Hülle ab. Aber das Handy ist wie neu. Es ist nichts dran. Es hat mal wieder funktioniert. Wenn ihr euer Handy also optimal schützen wollt, gönnt euch eine Hülle von Rhinoshield mit dem Rabattcode 7NewsWhite. Spart ihr 17%. Und den Link dazu findet ihr im angepinnten Kommentar und der Videobeschreibung. Simsalabim. Da bin ich wieder. Hallo. Staffel 1 war kalt, nass und hart. In der Wildnis von Schweden durften wir Angst, Verzweiflung und Glück gemeinsam mit 7 Kandidaten erleben. Am Ende schafften es 3 von ihnen, die 7 Tage durchzustehen. Bei dieser Staffel ändern sich ein paar Kleinigkeiten. Wie in Staffel 1 werden 7 Kandidaten für volle 7 Tage alleine ausgesetzt. Allerdings hat im Vorfeld eine Selbsteinschätzung darüber entschieden, wie viele Gegenstände jeder Teilnehmer mitnehmen darf. Die Gegenstände wurden im Vorfeld zusammen mit Erste-Hilfe-Sets und Kommunikationstechnik in einem Dry Bag an dem jeweiligen Ort der Aussetzung platziert. Mittels GPS-Sender müssen die Teilnehmer täglich durch einen Code Green bestätigen, dass sie am Leben sind. Ein Code Yellow bedeutet einen Abbruch, ein Code Red einen Notfall. Das Öffnen des Medikits führt zu Punktabzug. Außerdem gibt es jeden Tag eine Challenge, die bewältigt werden kann. Die höchste Gesamtpunktzahl aus allen Challenges bestimmt den Gewinner. Participants welcome to 7 vs. Wild. Oh, das ist Ed Stafford! Das ist der! 60 Tage auf der Insel, wo er den Ding verliert, den Zahn, das ist der. Ja, siehst du, Das ist der! My name's Ed Stafford and I've travelled all over the world in tropical areas and had to handle many difficult situations. Over the next 7 days you will experience firsthand how tough that can be. Otto, Joris, Nova, Sabrina, Saskia, Nossi and Fritz. Some of you are experienced, others less so. In the end, however, it all comes down to just one thing, the will to persevere. I hope all of you will make it through the 7 days, and I wish you an exciting and unique experience. Good luck. Andrews Tower, Tomcat 707, requesting clearance for departure. Over. Get ready for the jungle! 7 vs. Wild!
weiß man. This is the beginning! Jens Knossi Knossalla, König des Internets, Entertainer, Schreihals. Knossis loses Mundwerk brachte ihm den Platz in dieser Staffel ein. Seinen Durchhaltewillen stellte er unzählige Male auf dem Weg an die Spitze des Internets unter Beweis. Doch Ruhm, Anerkennung und Applaus gibt es im Dschungel nicht. Wird er 7 Tage mit sich selbst verbringen können? Bruder, ist gerade gesprungen. Ich sehe genau deinen Spot. Palmen, Süßwasser, geh rundherum. Ich hoffe, du machst es. 7 Tage, Bro. Alles Gute. Du schaffst es. Ich hab das nicht geschafft. Ich hab gedacht, ich laufe ab. Ich muss kurz warten, bis ich rein kann. Ich habe mich fast abgelegt. Ich hab echt heftig. Ich sterbe. Ich möchte mich übertragen. Glaub mir. Ich komm gleich. Kurz schlafen. Kurz. Antonia Starlet Nova. Streamerin, Frohnatur, Schmuckdesignerin. Von vielen wird sie als die Schminktussi abgetan. Durch ihre Zusage wurde allerdings klar, sie hat deutlich mehr Mumm als so mancher Internet-Hater. 15 Jahre verbrachte sie bei den Pfadfindern. Was sind das schon 7 Tage, oder?
als gedacht. Aber ich bin hier. Hey, ich habe einen richtig geilen Spot. Oh mein Gott. Was ist Wasser? Sorry, dass ich außer Atem bin. Oh mein Gott, ich bin so dankbar. Ich werde jetzt einmal ganz kurz Luft schnappen und mich ausziehen. Oh, oder? Was ist das denn? Otto Bulletproof. Ex-Soldat, Unternehmer, Gigachat. Wenn ich nicht schon einen Vater hätte, dann würde ich Otto nehmen. Denken sich wahrscheinlich viele bei diesem charmanten Lächeln. Einsatzerfahrungen und die härtesten Survival-Lehrgänge der Welt machen ihn zum Mindset-Monster. Die Erwartungen der Community sind hoch. Vielleicht zu hoch? Muss man mal verarbeiten. Aus dem Heli in auf der Insel. Ich melde mich gleich. Ich muss erstmal Luft rein. Fritz Meinecke. Abenteurer, Skandalnudel, Gemeinecke. Als Gewinner der ersten Staffel steht Fritz unter besonders hohem Leistungsdruck. Jeder Schritt wird von der Community genau beobachtet. Im Gegensatz zu Schweden sind seine Erfahrungen im Dschungel begrenzt. Wie viel steckt wirklich hinter dem Motto Life begins at the end of your comfort zone?
Willkommen bei Seven vs. Wild Panama. Holy shit. Ich werde mir jetzt erstmal ganz kurz 5 Minuten Zeit nehmen, runterkommen, atmen, mein Seilbett ist da oben, pinkeln gehen und erstmal wirken lassen. Nicht überhastet rangehen, sondern ankommen. Und Mutter Natur heißt mich hoffentlich willkommen. Das ist ein Wasserspot. Also die anderen hatten krass viel Hochflussfallen. Die hatten teilweise Strand. Ja. Aber egal, ich suche mir was Schönes. Da drüben ist Riesenufer. Geil. Riesiger Spielplatz. Bis gleich. Joris. Community Wildcard, Hobbybiologe, Jungspund. Joris hat schon so manchen Dschungel gesehen. Als Vertreter der Zuschauer sollte seine Motivation entsprechend hoch sein, die 7 Tage zu meistern. Outdoor und Bushcraft waren bisher allerdings nur ein Nebenprodukt seiner biologischen Forschungsreisen. Wie schlägt sich der Neuling? Geil, okay. Erstmal gucken. Landung war gut, Schwimmen war okay, hatte sehr viel Gegenstrom. Alter, genialer Spot. Ich hoffe, jetzt ist Frischwasser. Das heißt, wenn ich... Sascha Huber. Fitness-YouTuber, Dorfkind, Österreicher. Wirklich zu schaffen macht Sascha nur, ob sein Bizeps die 7 Tage übersteht. Solche Muskelberge sind schön anzusehen, aber verbrauchen eine Menge Energie. Wird ihm sein Adoniskörper zum Verhängnis? No fucking excuse me.
Scheiße. Gerade mal hier 5 Minuten rausgesprungen. Adios, Freunde. Ciao. Salu, wo bin ich hier? Scheiße. Wo sind die Palmen? Da ist keine einzige Palme. Keine einzige Palme, da ist nichts. Da ist nichts. Scheiße. Sabrina Outdoor. Outdoor-YouTuberin, Newcomerin, Grinsebacke. Seit gut einem Jahr produziert Sabrina Inhalte zum Thema Outdoor. Nach kurzer Zeit kaufte sie ihren eigenen Wald. In der Vergangenheit zeigte sie bei Projekten wie dem Ocean Warrior ihren Kampfgeist. Wird der Dschungel sie brechen? Letzte Abenteuer beginnen, ey. Oh mein Gott. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos, muss ich sagen. Ausgesetzt auf einer tropischen Insel kämpfen 7 Kandidaten 7 Tage ums Überleben. Sie treten an, um wilden Tieren, giftigen Pflanzen und Naturgewalten zu trotzen. Wer nach 7 Tagen noch übrig ist und die meisten Punkte in den Tageschallenges gesammelt hat, ist der Gewinner. Ja! Keine Kamerateams, kein Kontakt zur Außenwelt, vollkommene Isolation. Das fühlt sich gerade an, als würde das so nicht mehr lange gehen, muss ich sagen. Ich glaube, ich kann nicht mehr. Also ich glaube, meine Grenze ist jetzt erreicht. Jede Minute kämpfe ich mit mir. Ich hasse es gerade. Ich find's nicht geil. Das hier ist ein anderes Level. Ich würde jetzt so gerne einfach mal meine Liebsten in den Arm nehmen. Du musst hart sein, wenn der Dschungel weint. Wann bricht deine Psyche? Welcome to the jungle. Ich habe gekämpft ohne Ende.
Seven vs. Wild, Panama.